Was bedeutet ein alterndes Gesicht? Wir haben normalerweise diese Kopfform. Hier sind die Augen, hier ist Nase, hier ist Mund. Was bedeutet Altern? Altern bedeutet, dass unser Gesicht herabschlafft und dass es hier an dem Bäckchen mehr wird. Zusätzlich entstehen hier Falten, Linien, auch um die Augen herum. Durch das Herabsagen entsteht die Nasolabialfalte und zusätzlich noch die Marionettfalte. Wie können wir das jetzt konservativ gut behandeln? Wir unterscheiden eigentlich zwei Gesichtshälften. Einmal die obere Gesichtshälfte und einmal die untere Gesichtshälfte. An der oberen Gesichtshälfte stören sich sehr viele Männer daran, dass sie eine Zornesfalte haben, die so aussieht. So. Aber woher kommt die Zornesfalte, muss man sich fragen. Was macht man? Nimmt man da jetzt Botulinumtoxin oder nimmt man Hyaluronsäure, die zu behandeln? Es ist ein durch Muskeln hervorgerufene Falte. Das heißt, wir haben hier Muskeln. Das ist einmal der Musculus procerus und einmal der Musculus corrugator supercilii. Diese Muskeln ziehen nach unten und dadurch entstehen hier die beiden Zornesfalten. Was können wir tun? Wir können diesen Muskel lähmen, indem wir Botulinumtoxin zur Lähmung des Muskels hier in den Muskel einspritzen. Was passiert? Es zieht nicht mehr so stark nach unten und die Augen gehen hier in der Mitte nach oben, öffnen sich und dadurch werden auch diese Falten nicht mehr so stark unterhalten. Jetzt sagen viele Männer, und das ist auch bei Männern, weil sie sehr dicke Haut haben, wenn sie sehr spät kommen, sagen sie auch, aber die ist ja schon so tief. Gut, das stimmt. Wenn die ganz scharf tief sind, ist es fast wie eine Narbe in der Haut, weil durch dieses ständige Reinziehen und Bewegung und die Mimik entsteht im Prinzip wie eine Narbe in der Haut. Die bekommen wir nie ganz weg. Diese ganz scharfen Tiefen kann man zum Beispiel mit Volumen behandeln, aber erst dann, wenn das Botulinumtoxin wirkt. Und auch hier muss man ganz vorsichtig sein und ja nie sich mit einer Nadel das spritzen lassen, sondern nur stumpf. Es gibt hier nämlich Gefäße, die zum Auge Verbindungen haben, die Arteria angularis mit der Arteria ophthalmica. Und dann kann es Erblindungen geben. Also wenn hier Volumen, bitte sehr, sehr vorsichtig, nur stumpf und das Volumen kann man sowohl mit Eigenfett gewinnen als auch mit Hyaluronsäure. Die nächste Falte, wo sich Männer sehr häufig stören, sind die Querfalten hier oben. Wie entstehen die? Die entstehen, weil unser Musculus frontalis, der Frontalmuskel, der so läuft, nach oben zieht. So, was ist, wenn der nach oben zieht? Ziehen wir auch gleichzeitig die Augenbrauen ein bisschen nach oben. Ich kann auch diese Falten glätten, indem ich mit Botulinumtoxin diesen Muskel lähme. Hier muss man aber sehr, sehr vorsichtig sein. Männer haben nämlich von Haus aus tiefer sitzende Augenbrauen. Bei Männern sitzen die Augenbrauen circa halben Zentimeter, vielleicht bis einem Zentimeter oder sogar auf der Orbitalhöhle. Und sobald dieser Muskel nicht mehr nach oben zieht, kann es sein, dass die Jalousie hier stark runterfällt. Das muss man schon sehr gekonnt machen. Man kann das, indem man nur wenig Botox spritzt, der Muskel noch einen leichten Zug hat, aber nicht mehr auf die Haut wirkt. Somit glättet sich die Stirn, aber die Augenbrauen fallen nicht runter. Selbe, hier haben wir den Musculus periorbicularis oculi. Wenn der zusammenzieht, das machen wir auch unwillkürlich, beim Lachen, beim Sprechen, entstehen hier diese Lachfältchen. Auch diese Lachfältchen ziehen hier eigentlich die Augenbraue nach unten, sodass wenn wir diese Lachfältchen mit Botulinumtoxin behandeln, also eine muskuläre Falte hier, dann glättet sich das und das Auge geht auf. All diese Bereiche sind offiziell zugelassen für Botulinumtoxin. Man kann natürlich Botulinumtoxin vereinzelt noch hier um den Mund einsetzen. Das sind Spezialfälle, die wir dann auch individuell besprechen müssen, ob wir das angehen oder nicht. Im unteren Gesichtsbereich macht es mehr Sinn, da kann man schlechter mit Botulinumtoxin arbeiten, macht es mehr Sinn, diese eingefallenen Gesichtspartien mit Volumen einmal
Eigenfett zum Beispiel, Fett, oder Hyaluronsäure aufzubauen und dass sich das untere Gesicht wieder ein bisschen harmonisiert und eine Frische entwickelt. Man muss unterscheiden, wie man Falten behandelt. Botulinumtoxin hält offiziell 3 bis 4 Monate und baut sich dann ab. Aber das ist wie, wenn man sich zum Beispiel einen Gips anlegt, wird der Muskel auch weniger. So ist es bei Botulinumtoxin auch. Sodass manche Patienten wirklich sagen, es hält bei ihnen 6 Monate, weil der Muskel erstmal wieder braucht, bis der seine alte Kraft entwickelt hat. Manche Patienten kommen schon nach 4 Monaten, andere kommen so circa 2-mal im Jahr. Wenn man Volumen verwendet, wie Hyaluronsäure oder Eigenfett, dann muss man unterscheiden in der Haltbarkeit. Eigenfett, das was anwächst am Ende, also das, was wirklich der Körper angenommen hat, das hält ein Leben lang und nimmt auch am Stoffwechsel teil. Also wenn man zunimmt, wird das Eigenfett mehr, wenn man abnimmt, wird es wieder weniger. Bei Hyaluronsäure, das baut sich auch im Schnitt von 3 bis 4 Monate ab. Man darf aber nicht vergessen, durch die Manipulation unter der Haut entstehen auch kleine Vernarbungen, sodass da auch Patienten oft einen Effekt haben, der länger wie 6 bis 7 Monate anhält. Eine Faltenbehandlung, zumindest in unseren Räumen der Praxisklinik Grünwald, sollte nicht optisch auffallen. Nicht auffallen im Sinne von, jemand sagt, oh, der hat was gemacht. Man sollte nur frischer aussehen, man sollte wieder aussehen wie vielleicht vor 5, vor 10 Jahren. Man sollte wieder so ein verzaubertes Gesicht haben, wo man gerne in den Spiegel schaut und sagt, ah, jetzt bin ich wieder ich. Aber es sollte bitte niemand anderen auffallen.